But I had actually known William was going to be a boy because the scan had shown it's William's future being as it is. Jahrelang blieb sie geheim. Ein vertraulicher Brief, geschrieben von Prinzessin Diana selbst. Für ihren geliebten Sohn, Prinz William, bestimmt. Heute, Jahrzehnte später. Es wurde endlich bekannt gegeben. Und was dort steht, wird Sie fassungslos machen. Schreiben Sie eine 1 in die Kommentare, wenn Sie der Meinung sind, dass Dianas Äußerungen auch heute noch in der königlichen Familie gehört werden. Oder 0, wenn Sie zum ersten Mal von dieser großartigen Erkenntnis hören. Hinter der prächtigen Fassade verbarg sich eine Frau, die ihre Kinder über alles liebte. Erforschen Sie mit uns den erschreckenden Inhalt von Prinzessin Dianas verstecktem Brief an Prinz William und die darin enthaltenen Wahrheiten. Es lag versteckt, abgeschieden von der Öffentlichkeit. Geschrieben in Dianas unverwechselbarer Handschrift, auf Briefpapier mit ihrem königlichen Wappen. Es war nicht nur irgendein Brief. Es war das letzte Flüstern einer Mutter, eine Botschaft der Liebe, der Weisheit und der Warnung an ihren Sohn. Sie war erst 15 Jahre alt, als sie auf tragische Weise starb. Die persönliche Korrespondenz von Diana. Alles begann still und unentdeckt im Katalog eines Londoner Auktionshauses im Juli 2004. Das einzige ausgestellte Objekt war eine einfache Zusammenstellung handgeschriebener Briefe der verstorbenen Prinzessin Diana. Es gab keine spektakulären Schlagzeilen oder großen Ankündigungen. Andererseits waren es keine gewöhnlichen Briefe. Sie waren nicht nur unglaublich privat, sondern gewährten auch einen seltenen und ungefilterten Einblick in ihr Privatleben. Von allen Briefen in der Sammlung stach einer sofort hervor. Die Art und Weise, in der sie ihren erstgeborenen Sohn, Prinz William, erwähnte, zeigte, wie sehr sie ihn als Teil ihrer Familie schätzte. Dianas Private Correspondence mit Violet Collison, einer Dame, die mehr als nur ein Dienstmädchen war Teil der von S. Sie war von Anfang an eine vertrauenswürdige Vertraute der Familie Spencer. Diana, ein schüchternes kleines Mädchen, hatte ihren Aufstieg zur berühmtesten Frau der Welt miterlebt. Violet hatte die Metamorphose beobachtet. Diese Briefe waren ein Abbild der gesamten Reise. Diese Briefe waren direkt und persönlich. Im Gegensatz zu den offiziellen Dokumenten des Palastes, die in der Regel sehr gepflegt und poliert waren. Sie waren in der Lage, Dianas Wechselbad der Gefühle darzustellen, einschließlich ihres Kampfes mit den königlichen Erwartungen, dem enormen Trubel bei den Vorbereitungen für eine Hochzeit, die von Millionen gesehen wurde, und vor allem den Höhen und Tiefen der Elternschaft. In einem besonders schönen Brief, den sie am 8. Juli 1981, nur wenige Wochen vor ihrer Hochzeit mit Prinz Charles, schrieb, zeichnete sie das Bild einer jungen Braut, die im Trubel der Vorbereitungen in letzter Minute gefangen ist. Diana hingegen sprach in einem witzigen und optimistischen Ton, trotz des Aufruhrs, der um sie herum herrschte. Trotz der Tatsache, dass alle anderen umherrennen, um letzte Dinge zu erledigen, bleibt die Braut ruhig. Mit diesem scheinbar trivialen Satz verwies sie auf die Wärme und die Vertrautheit, die ihr die Zuneigung der Öffentlichkeit einbrachte. Ihre Briefe wurden jedoch mit der Zeit immer düsterer, und sie schrieb sie weiter. Als junge Prinzessin war sie unbeschwert und fröhlich, bis sie schließlich tieferen Gefühlen wich. Ihre beiden Kinder waren die Ursache für ihren Stress, ihre Ängste und vor allem ihre unerschütterliche Liebe zu ihnen. Diese Briefe waren nicht nur wegen des Inhalts ungewöhnlich, sondern auch wegen der Emotionen, die Diana in ihren Briefen zum Ausdruck brachte. Bei näherer Betrachtung offenbarten sie eine Mutter, die sich stets um das Glück, das Wohlergehen und die Zukunft ihrer Kinder sorgte. Obwohl die Welt Diana durch Fotos, Filme und dramatische Interviews kennengelernt hatte, boten ihre handschriftlichen Mitteilungen etwas Einzigartiges. Sie waren nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Sie blieben privat, ruhig und nah beieinander, ein Beweis für ihren starken Wunsch, dass ihre Jungen mit zunehmendem Alter fürsorgliche und liebevolle Persönlichkeiten entwickeln sollten. Etwas, das hinter den königlichen Pforten immer schwer zu ergründen war. Dies wurde am besten in einem Brief beschrieben, der am 21. Juni 1989 geschrieben wurde und der sehr emotional war. Er wurde auf Briefpapier des Kensington Palace geschrieben und an Sergeant George Plum von der Special Escort Group geschickt. In dem Brief wurde Plum für die Organisation einer Motorradausstellung zum 7. Geburtstag von Prinz William gedankt. Dianas Antwort: Es war so nett von Ihnen und Ihrem Team, heute zu Williams Geburtstag hierher zu kommen. Zeigt deutlich ihre Wertschätzung für das Geschenk.
Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich das Konzert all diese Kinder und ihre Mütter gemacht hat. Was diesen Brief noch außergewöhnlicher machte, war die Tatsache, dass er nicht nur von Diana, sondern auch von William und Harry unterschrieben war, die beide kleine, aufgeregte Kritzeleien neben ihren Namen über ihrer Unterschrift anbrachten. Es war eine seltene Gelegenheit, einen einfachen Familienmoment abseits der ständigen Aufmerksamkeit der Medien zu erleben. Diese Briefe waren für diejenigen, die Dianas Leben in den letzten Jahren verfolgten, mehr als nur emotionale Erinnerungsstücke. Sie lösten Diskussionen über ihr gestörtes Verhältnis zur königlichen Familie aus, aber auch über ihre unnachgiebige Entschlossenheit, ihre Jungen auf eine Weise zu erziehen, die sich von der aller anderen unterschied. Diana brach mit der Norm, anders als frühere Generationen, die königliche Kinder häufig auf formale Art und Weise mit minimaler direkter elterlicher Beteiligung aufzogen. Sie wollte, dass William und Harry eine realistische Kindheit haben, die mit Ereignissen gefüllt ist, die für Kinder in ihrem Alter üblich sind. Laut Ken Worf, Dianas ehemaligem königlichen Leibwächter, bemühte sich Diana intensiv darum, ihnen die Welt außerhalb der Schlossmauern zu zeigen. Sie nahm sie mit in Vergnügungsparks, ließ sie in Fast-Food-Restaurants speisen und begleitete sie sogar in normalen Bussen. Sie tat dies nicht aus Publicity-Gründen, sondern weil sie ihnen wirklich zeigen wollte, wie das Leben derjenigen aussieht, die nicht zum Königshaus gehören. Aber war Prinzessin Diana die Mutter, die ihren Söhnen den Bezug zur Realität bewahrt hat? Schauen wir genauer hin. Prinzessin Diana war mehr als nur eine königliche Figur. Sie war eine engagierte Mutter, die wollte, dass ihre beiden Kinder, William und Harry, Abenteuer außerhalb des Schlosses erleben, während sie aufwuchsen. Trotz ihres königlichen Status waren sie der Meinung, dass sie eine grundlegende Vorstellung davon haben sollten, wie es ist, ein Kind in der realen Welt zu sein. Diana bemühte sich sehr darum, dass ihre Kinder nicht in einer wohlhabenden Atmosphäre aufwuchsen, indem sie auf Reisen mitnahm, wo sie mit Menschen unterschiedlicher Herkunft ins Gespräch kommen konnten. Dabei achtete sie sehr auf ihre Kinder, denn sie war sich des ständigen Drucks bewusst, den die Medien auf sie ausübten. Durch die Zusammenarbeit mit den Palastbeamten konnte sie offizielle Fototermine organisieren, die es der Öffentlichkeit ermöglichten, wichtige Ereignisse im Leben ihrer Kinder zu sehen, wie etwa den ersten Schultag oder Familienurlaube. Im Gegenzug wollte sie ihre Kinder vor der ständigen Aufmerksamkeit schützen, die mit der Zugehörigkeit zur königlichen Familie verbunden ist, der Presse gerade genug Zugang zu gewähren, um die Neugier der Öffentlichkeit zu befriedigen und gleichzeitig das Recht ihrer Söhne auf eine normale Erziehung zu wahren, war ein heikler Balanceakt, der viel Liebe zum Detail erforderte. In Andrew Mortons Buch Diana, Her True Story wird deutlich, wie sehr sie sich gegen die Einmischung der Medien wehrte. Da sie unter dem grellen Licht der Medien gelebt hatte, war sie sich bewusst, welchen Tribut diese fordern konnten, insbesondere bei einem Kind. Die Briefe, die sie an William schrieb, waren mehr als nur Updates. Sie waren emotionale Einblicke in die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Sie waren der Beweis für ihr Engagement, ihn auf die Welt vorzubereiten, die vor ihm lag, und ihn gleichzeitig vor den härteren Realitäten dieser Existenz zu schützen. Als diese Briefe 2004 bei einer Auktion entdeckt wurden, war William bereits erwachsen und ein junger College-Student, der die von seiner Mutter vermittelten Prinzipien weiterführte. Diese Briefe, voller Mutterstolz und Weisheit, vermittelten ihm ein tieferes Verständnis seines Wesens und machten deutlich, welch großen Einfluss Diana auf ihn hatte. Wurde 7 Jahre nach der tragischen Tragödie, die zu ihrem Tod führte, präsentiert, während die ganze Welt noch um sie trauerte. Viele Menschen sehen William als Dianas emotionalen Nachfolger, und die Monarchie war noch dabei, sich an die von ihr eingeleiteten Reformen anzupassen. Dieser Eindruck verbreitete sich immer mehr, je mehr William in der Öffentlichkeit bekannt wurde. Diese Briefe waren jedoch mehr als nur historische Relikte. Sie erinnerten stark an das, was verloren gegangen war. Diana konnte nie miterleben, wie ihre Söhne erwachsen wurden, wie sie ihre eigenen Familien gründeten oder sich für Dinge einsetzten, auf die sie stolz gewesen wäre. Ihre Stimme wurde nicht durch wohlgeformte Reden oder formelle Auftritte gehört, sondern durch ihre handschriftlichen Botschaften, die voller Wärme und Ehrlichkeit waren. Was als Auktion begann, entwickelte sich zu etwas viel Bedeutsamerem. Die entdeckten Briefe ließen viele Menschen Dianas Gegenwart wieder spüren. Ihre tiefe Leidenschaft für William kam zum Vorschein. Dianas Vermächtnis als Mutter besteht nicht nur aus den Briefen und Fotos,
die sie schickte und erhielt, sondern auch aus den täglichen Entscheidungen, die sie traf. Einige ihrer Urteile waren mutig, während andere als unterdrückte Akte der Rebellion gegen die Normen der königlichen Familie interpretiert wurden. Nichtsdestotrotz steckte hinter allem eine einfache Wahrheit. Als William und Harry noch 2 kleine Jungen waren, hatten sie eine hervorragende Mutter. Bevor sie zu weltweiten Superstars wurden, waren sie einfach 2 Jungs. Diana war sich von Anfang an sicher, dass sie den beiden mehr als nur Titel verleihen würde, da sie wusste, dass ihre Position eine Menge Stress mit sich brachte. Hat die Erziehung ihrer Kinder Werte wie Mitgefühl, Charakter und eine Verbindung zur Welt jenseits der Tore des Palastes wiedergespiegelt? Okay, finden wir es heraus. Dianas Erziehungsstil. Am 21. Juni 1982 brachte Prinzessin Diana Prinz William zur Welt und erlebte damit ihre erste Mutterschaft. Sie war gerade 20 Jahre alt, als sie Mutter wurde. Und diese Erfahrung war sowohl schnell als auch tiefgreifend transformierend. Es war mehr als nur eine Rolle, die sie zu spielen bereit war. Es war eine Aufgabe, der sie sich voll und ganz verschrieben hatte. Diana traf die Entscheidung, anders zu handeln als frühere königliche Mütter, die in der Regel strengen Normen folgten. Es war ihr wichtig, dass sie im Leben ihrer Kinder keine Ersatzmutter war. Die Idee war, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten anwesend sein sollte. Sie entschied sich dafür, William zu stillen, was in der königlichen Familie viele Jahre lang ungewöhnlich war. Sie ging sogar so weit, dass sie den Namen des Kindes selbst auswählte, anstatt die Entscheidung dem Palast zu überlassen. Vor allem lehnte sie die Vorstellung ab, dass königliche Kindermädchen den größten Teil der Erziehungsarbeit leisten sollten. Diana wollte unbedingt eine echte Mutter sein, nicht nur eine Galionsfigur. Als Prinz Charles gezwungen war, nur wenige Wochen nach der Geburt von William nach Australien zu gehen, wurde ihre Liebe noch deutlicher, als sie ohnehin schon war. Es ist normal, dass königliche Kinder von Dienern betreut werden, aber Diana war fest entschlossen, ihr Neugeborenes nicht zurückzulassen. Ihre Entscheidung, William einzuladen, war ein klarer Hinweis auf ihre Absichten. Für ihr Kind da zu sein, war die wichtigste königliche Verpflichtung, die sie je übernehmen konnte. Dianas Verhalten widersprach weiterhin den Erwartungen, auch als William älter wurde. Ihre Entscheidung, ihn in einem städtischen Kindergarten in der Nähe des Kensington-Palasts anzumelden, bedeutete eine Abkehr von der üblichen Praxis, private Erzieher für die Erziehung im Palast zu engagieren, wie es bei früheren königlichen Kindern der Fall gewesen war. Das Bild einer Prinzessin, die ihr Kind direkt abgibt und abholt, war in der Geschichte der königlichen Familie fast beispiellos. Der Anblick verblüffte Eltern und Schaulustige regelmäßig. Dies war mit Sicherheit kein einfacher Akt der Selbstständigkeit. Im Bereich der königlichen Kindererziehung fand eine stille Revolution statt. Dianas Bemühungen, ihren Kindern ein normales Leben zu ermöglichen, endeten damit nicht. Sie legte Wert darauf, William und seinem jüngeren Bruder Harry die Möglichkeit zu geben, den Palast zu verlassen. Sie verbrachten ihre Jugend nicht mit der Teilnahme an königlichen Veranstaltungen und rauschenden Festen. Sie war voll von alltäglichen Ereignissen, an die sich jedes Kind gerne und mit Freude erinnert. Sie nahm sie nicht zu McDonald's mit, weil sie ein Fan von Fastfood war, sondern weil sie mit Aktivitäten vertraut machen wollte, die für Jugendliche üblich sind. Sie nahm sie mit in die Londoner U-Bahn, ließ sie in Vergnügungsparks reisen und umgab sie mit Menschen, die sich nicht vor ihnen verbeugten oder sie förmlich ansprachen. Es waren nicht nur Ad-hoc-Expeditionen. Lektionen wie diese wurden sorgfältig geplant. Diana wollte, dass ihre Söhne alle Facetten des Lebens kennenlernen, damit sie ein größeres Bewusstsein für die Welt außerhalb der königlichen Domäne entwickeln. Ken Worf, der zuvor als ihr Schutzbeauftragter gearbeitet hatte, enthüllte, dass sie diese Besuche sorgfältig organisierte, die sichersten Zeiten für die Besuche auswählte und die Zahl der anwesenden Sicherheitskräfte reduzierte. Gelegentlich benutzte sie verdeckte Verkleidungen, um nicht von der Bevölkerung erkannt zu werden. Sie bekamen nicht nur eine Kindheit von ihr, sie lernten von ihr Empathie, und das würde sie langfristig beeinflussen. Als sie begann, ihre Jungen in ihre philanthropischen Aktivitäten einzubeziehen, wurde ihr Wunsch, ihnen Mitgefühl zu vermitteln, noch deutlicher. In einer besonders wichtigen Phase begleitete sie William zu Centrepoint, einer humanitären Organisation in London, die sich der Unterstützung obdachloser Jugendlicher widmet. Von dort aus lernte er Kinder und Jugendliche kennen, die ohne Familie, Ausbildung oder Wohnung aufgewachsen waren. Diana versuchte nicht nur,
William auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu machen, mit denen andere zu kämpfen haben. Durch ihr Engagement, ihre Ablehnung überholter Normen und ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Kinder zeigte sie ihre Entschlossenheit, dafür zu sorgen, dass er sich der Pflichten bewusst war, die mit seiner privilegierten Stellung verbunden waren. Diana änderte nicht nur die Art und Weise, wie königliche Eltern erzogen wurden, sondern sie überdachte den Begriff völlig neu. Diana. Wie nahe standen sie ihren Kindern? Wir wollen es herausfinden. Das unzerbrechliche Band zwischen Diana, William und Harry. Zu Beginn der 1990 Ehejahre befand sich die Ehe von Diana und Prinz Charles im Chaos. Und die ganze Welt sah zu, wie sie vor ihren eigenen Augen zerbrach. Als Diana inmitten der Turbulenzen ihres königlichen Lebens, der nicht enden wollenden Mutmaßungen der Medien, ihrer eigenen persönlichen Misere und der Politik des Palastes stand, waren ihre Kinder William und Harry die wichtigste Quelle der Stabilität für sie. Sie widmete ihre ganze Aufmerksamkeit und ungeteilte Energie der Erziehung ihrer Söhne, mehr als je zuvor, um sie vor dem Wahnsinn zu schützen, der um sie herum geschah. Die Entscheidungen, die Diana als Elternteil trifft, werden sich langfristig auf ihren Mann und ihre Söhne auswirken. Die Wetherby School und die Ludgrove School, die beide für ihre liebevolle Umgebung bekannt sind, waren die beiden Schulen, die sie nach umfangreichen Recherchen auswählte. Sie entschied sich für Schulen, die großen Wert auf psychische Gesundheit und Privatsphäre legen. Andererseits schickte sie die beiden nicht einfach los und betete für das bestmögliche Ende, das sie haben würden. Zumindest innerhalb des Klassenzimmers arbeitete sie eng mit dem Lehrkörper und den Mitarbeitern der Schule zusammen, um sicherzustellen, dass William und Harry eine einheitliche Atmosphäre aufrechterhalten konnten. Die rechtliche Trennung von Charles und Diana im Jahr 1992 markierte den Beginn der Herausforderungen, die mit einer gemeinsamen Elternschaft im ständigen Rampenlicht der Öffentlichkeit verbunden sind. Im Gegensatz dazu verfolgte Diana weiterhin aufmerksam die Aktivitäten, an denen ihre Söhne regelmäßig teilnahmen. Sie zeigte ihr unerschütterliches Engagement für die Schule, indem sie an Schulveranstaltungen teilnahm, die Schüler an Sporttagen anfeuerte und persönlich Dankeskarten an die Mitarbeiter schrieb. All dies sind subtile Gesten, die viel über ihre Leidenschaft aussagen. Es gibt unzählige Fälle, in denen solche handschriftlichen Notizen auf Auktionen entdeckt wurden. Diese Briefe sind eine greifbare Erinnerung an eine Mutter, Diane Zulis, dass ihre königlichen Verpflichtungen ihre elterlichen Pflichten in den Schatten stellten. Als Diana 1995 ihr berühmt gewordenes Interview mit dem Journalisten Martin Bashir gab, das mehr als 22 Millionen Menschen sahen, wurde die Welt Zeuge der eklatanten Mängel in der Fassade, die die königliche Familie präsentierte. Schon zu diesem Zeitpunkt war es offensichtlich, dass Dianas größtes Interesse ihren Söhnen galt. Sie drückte ihren Wunsch aus, ihre Kinder mit Mitgefühl, Liebe und Widerstandsfähigkeit zu erziehen, wobei sie den Schwerpunkt auf emotionale Intelligenz und nicht auf königliche Formalitäten legte. Sie tat dies auf offene und ehrliche Weise. Die Entscheidung der Prinzessin, die Menschlichkeit über die Tradition zu stellen, war nicht nur unkonventionell, sondern auch tiefgreifend. Die Tatsache, dass Königin Elizabeth II Diana ermutigte, ihre Scheidung bald nach dem Interview abzuschließen, war ein Beweis dafür, dass die königliche Familie ein Stadium erreicht hatte, in dem sie kurz vor dem Zusammenbruch stand. Paul Burrell, der früher Dianas Butler war, erklärte, sie sei von der Nachricht völlig überrascht worden. Sie soll das Gefühl gehabt haben, ausgestoßen zu werden und dass ihre Stimme nicht gehört wurde. Trotz der Tatsache, dass die Mauern des Palastes immer enger wurden, fand sie Trost in der Gesellschaft ihrer kleinen Söhne. Während des Sturms kam sie zu der Erkenntnis, dass William und Harry ihr Anker waren. Eine unbewegliche Kraft, die sie fest in der Realität verankerte. Diana hatte große seelische Qualen zu erleiden, weil die Scheidung, die am 28. August 1996 vollzogen wurde, so formal war, dass sie nicht mehr als ihre königliche Hoheit bezeichnet wurde. Ich tue dies nicht aus politischen Gründen, sondern aus Gründen, die sehr viel persönlicher sind. In Zukunft musste sie aufgrund des königlichen Protokolls vor ihren eigenen Jungen niederknien. Dies war darauf zurückzuführen, dass sie den Titel nicht besaß. Als sie sich William wegen des Problems anvertraute, antwortete er auf eine Weise, die sowohl ehrlich als auch bedeutungsvoll war. Das junge Mädchen, das damals erst 14 Jahre alt war, soll sie mit den Worten getröstet haben: Mach dir keine Sorgen, Mami,
Ich werde es dir eines Tages zurückgeben, wenn ich König bin. Dies geht aus dem Bericht hervor, den die junge Frau vorgelegt hat. Obwohl William die Behauptung nie persönlich bestätigt hat, ist klar, dass die beiden sich gegenseitig sehr schätzen und respektieren. Nachdem Diana ihre Pflichten als Mitglied der königlichen Familie erfüllt hatte, richtete sie ihre Aufmerksamkeit und Energie auf die Dinge, die ihr am wichtigsten waren. Zu den wichtigen Problemen gehören der Kampf gegen Landminen, die Sensibilisierung für HIV und die Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Sie repräsentierte nicht mehr die Monarchie, sondern vertrat ihre eigenen Vorstellungen. Sie schickte weiterhin herzliche und aufrichtige Nachrichten an ihre Freunde, Mitarbeiter und Fans, obwohl sie nicht mehr in der Öffentlichkeit sichtbar war. Und das, obwohl sie nicht mehr im Licht der Öffentlichkeit stand. Ein Thema, das in fast allen ihren Briefen auftauchte, waren ihre Söhne im Teenageralter. In der Literatur, die sie verfasste, sprach sie über die Großzügigkeit von William, die grenzenlose Freude von Harry und ihre Hoffnungen und Träume für ihre Zukunft. Sie wünschte sich, dass sie starke moralische Werte und einen Sinn für Autonomie haben würden. Und sie war besorgt über den Druck, dem sie in Zukunft ausgesetzt sein würden. Diana hatte sich endlich mit der Tatsache abgefunden, dass sie die Zukunft nicht selbst bestimmen, aber beeinflussen konnte. Sie hinterließ ihren Kindern etwas, was die Institution ihnen nie vollständig geben konnte, nämlich die Hingabe, die Taten und die Worte, die sie ihnen zeigte. Mitgefühl, Tapferkeit und die Fähigkeit, für sich selbst als Mann zu argumentieren, sind alles Eigenschaften, die Männer besitzen sollten. Ihre Herangehensweise an die Kindererziehung war frei von jeglichem Gefühl für königliche Pflichten oder Ehrfurcht vor Traditionen. Die wichtigsten Faktoren für den Erfolg waren, einfach da zu sein, aufmerksam zuzuhören und aufrichtig und konsequent zu lieben. Sie bemühte sich, ihnen die Wahrheit zu sagen, ihnen Briefe zu schicken und sie abends ins Bett zu bringen, trotz der Herausforderungen, die sie zu bewältigen hatte. Die Trennung von Diana und Charles. Im Laufe des Jahres 1992 veränderte sich das Leben von Prinzessin Diana erheblich. Als bekannt wurde, dass sie sich offiziell von Prinz Charles getrennt hatte. Unmittelbar danach änderte sich die Atmosphäre in der Umgebung des Kensington-Palastes spürbar. Trotz der Tatsache, dass sie nicht mehr im selben Haus wie Charles lebte, machte sie ihre Verpflichtungen als Mutter gegenüber William und Harry zu ihrer obersten Priorität. Stattdessen engagierte sie sich noch stärker für die emotionale Unterstützung der beiden, was eine positive Entwicklung ist. Die Tatsache, dass William zu diesem Zeitpunkt erst 10 und Harry erst 8 Jahre alt waren, machte ihre Sehnsucht nach Stabilität noch schmerzhafter. Diana übernahm die volle Verantwortung für das tägliche Leben der beiden, indem sie sich weiterhin in alle Aspekte ihres Tagesablaufs einmischte, einschließlich ihrer akademischen Ausbildung und ihrer Vorbereitungen für das Wochenende. In der Zeit, in der die Welt das Scheitern der königlichen Ehe miterlebte, begann Diana über die Herausforderungen zu sprechen, denen sie sich in ihrem Privatleben gegenübersah. Am 29. Juni 1994 enthüllte Charles öffentlich im nationalen Fernsehen, dass er seiner Frau untreu gewesen war. Dies war eines der unerwartetsten Ereignisse, die sich im Laufe der Ereignisse ereigneten. Diana antwortete auf ihre ganz eigene Art und Weise in einem brisanten Interview, das am 20. November 1995 in der Sendung BBC Panorama ausgestrahlt wurde, also weniger als ein Jahr nach dem ersten Vorfall. Während des 38-minütigen Interviews sprach sie offen über die Schwierigkeiten, die sie als Prinzessin hat, über die Probleme mit ihrer geistigen Gesundheit und über die große Einsamkeit, die sie erlebt. Andererseits war die Interaktion, die sie mit dem größeren Publikum hatte, diejenige, die der Diskussion über ihre Kinder die größte Intensität verlieh. Sie betonte nicht nur ihren Wunsch, dass William und Harry während ihres Heranwachsens offiziellen königlichen Unterricht erhalten, sondern äußerte auch ihre Hoffnung, dass sie emotionale Reife entwickeln. Sie erwartete, dass sie ein echtes Verständnis für die Gefühle und Erfahrungen normaler Menschen zeigen würden. Ihre Rede, die eine große Wirkung hatte, wurde allein im Vereinigten Königreich von mehr als 22 Millionen Menschen verfolgt. Die offenen und wahrheitsgemäßen Enthüllungen Dianas hatten weitreichende Folgen. Die königliche Familie reagierte sofort und ohne zu zögern. Nachdem sie sich mit wichtigen Autoritäten wie dem Erzbischof von Canterbury und dem Premierminister beraten hatte, schrieb Königin Elisabeth II. einen Brief an Diana und Charles, in dem sie aufforderte,
die Scheidung voranzutreiben, die von der Öffentlichkeit gutgeheißen wurde. Tina Brown und Sally Bedell Smith, beides auf die königliche Familie spezialisierte Biografen, behaupten, Diana sei durch diese Entscheidung sehr beunruhigt gewesen. In einer späteren Erklärung gab ihr ehemaliger Butler, Paul Burrell, an, dass sie sich mehr Zeit und Freiraum erhofft hatte, als eine völlige Flucht aus dem Leben eines Königs. Der Prozess wurde jedoch fortgesetzt. Und die Scheidung wurde am 28. August 1996, nach monatelangen Gesprächen über das Einkommen, das Vermögen und das Sorgerecht der Kinder vollzogen. Die Scheidung wurde vollzogen. Für Diana ergaben sich durch die Scheidung erhebliche Veränderungen in ihrer Position. Sie trug weiterhin den Titel einer Prinzessin von Wales, auch wenn sie nicht die zeremonielle Kleidung trug, die ihre königliche Hoheit getragen hätte. Nach dem Gesetz bedeutete dies, dass sie ihrem Ex-Mann, ihren Kindern und anderen hochrangigen königlichen Persönlichkeiten den gebührenden Respekt erweisen musste. Obwohl es nur eine Formalität zu sein schien, glaubte Diana, dass es eine große symbolische Bedeutung hatte. Ihrer Ansicht nach war dies das letzte Mal, dass sie zurückgewiesen wurde, und es war eine Tür, die nie wieder geöffnet werden würde. Als Diana sich ihrem ältesten Sohn William anvertraute, war das ein besonders traumatischer Moment, so Paul Burrell, der das Szenario schilderte. William war das älteste von Dianas Kindern. Es wird berichtet, dass der Prinz, der damals erst 14 Jahre alt war, seine Mutter mit den Worten tröstete: „Keine Sorge, Mutti, ich werde es dir eines Tages zurückgeben, wenn ich König bin." Diese Aussage war eine Reaktion auf die Tatsache, dass der Prinz noch ein kleines Kind war. Obwohl der Palast dieses Gespräch nie offiziell bestätigt hat, bleibt es eines der herzerwärmendsten Beispiele für die enge Freundschaft zwischen Diana und William. Nach ihrem Rücktritt von ihren königlichen Pflichten begann für Diana ein neues Kapitel in ihrem Leben. Dieses neue Kapitel war eher von ihren persönlichen Überzeugungen als von der Formalität geprägt, die die königliche Familie von ihr erwartete. Sie fasste den Entschluss, sich nur noch auf einige wenige Themen zu konzentrieren, die ihr wirklich wichtig waren, und trat zu diesem Zweck aus mehr als 100 verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen aus. Dazu gehörten unter anderem der National AIDS Trust, die Lepra-Mission, Centerpoint, das Great Ormond Street Hospital und das Royal Marsden Hospital. Obwohl sie nicht mehr im königlichen Dienst stand, wurde ihr Engagement für humanitäre Belange im Laufe ihres Lebens immer größer. Auch nach ihrem Ausscheiden aus der königlichen Familie kümmerte sich Diana noch einige Zeit lang um das Wohl ihrer beiden Kinder. Sie organisierte ihr Leben so, dass es sich nach den Schulzeiten der Kinder richtete, nahm aktiv an deren Entwicklung teil und besuchte Treffen zwischen Lehrern und Eltern. Die Mitglieder des Schulpersonals und ihre engen Bekannten beschrieben sie als eine Mutter, die immer ansprechbar war, sowie als eine aktive und ordentliche Person. Zugleich fühlte sie sich in ihrem Leben zunehmend isoliert. Sie fühlte sich regelmäßig verletzlich und ausgeliefert, da sie weder den Schutz der königlichen Familie noch das institutionelle Unterstützungsnetz hatte, das sie zuvor genossen hatte. Es gab eine Reihe von intimen Briefen und Notizen, die Diana mit Paul Burrell austauschte, von denen einige später veröffentlicht wurden. In den Briefen und Notizen, die sie verschickte, brachte Diana ihre Sorge um ihre eigene Sicherheit zum Ausdruck. Die gefährlichste Zeit meines Lebens, wie sie in einem Brief vom Oktober 1995 beschrieben wurde, findet derzeit statt. Und es ist eine schreckliche Zeit. In dem Bestreben, einen Unfall mit meinem Fahrzeug zu provozieren, versucht mein Mann, mir eine schwere Kopfverletzung zuzufügen, die dazu führen wird, dass die Bremsen nach dem Aufprall nicht mehr richtig funktionieren. Obwohl die Echtheit des Briefes erwiesen ist, wird der Inhalt des Briefes weiterhin heftig diskutiert. Obwohl über den Inhalt des Briefes bereits entschieden wurde, ist dies der Fall. Das Bild, das sie zeichnete, war das einer Frau, die große Angst hatte und sich ständig beobachtet fühlte, unabhängig davon, ob ihr Verdacht zutraf oder nicht. Die andere Person, Diana, hingegen hat nie in ihrem Willen nachgelassen, etwas zu verändern, selbst wenn sie mit äußerst schwierigen Umständen konfrontiert war. Infolge ihrer Teilnahme an der Expedition des Internationalen Roten Kreuzes gegen den Einsatz von Landminen in Angola im Januar 1997 wurde sie schließlich Mitglied der Organisation. Ihre letzten Jahre verbrachte sie mit der Aufnahme von Bildern, die sie zu den beeindruckendsten und unvergesslichsten zählte, die sie je gemacht hatte. Zu dieser Zeit überquerte sie ein Minenfeld, das erst vor kurzem geräumt worden war,
und machte diese Fotos, während sie eine Schutzausrüstung trug. Es zeugte von ihrem Mut und ihrer Überzeugung, dass es notwendig war, ihre Position zu nutzen, um auf Probleme in der ganzen Welt aufmerksam zu machen. Diana setzte sich während der meisten ihrer letzten Monate unermüdlich dafür ein, dass Prinz William und Prinz Harry angemessen auf die Zukunft vorbereitet wurden. Um ihr Ziel zu erreichen, wollte sie, dass die Menschen Führung nicht als eine Position der Kontrolle, sondern als eine Möglichkeit betrachten, anderen Menschen zu helfen. Sie hoffte, dass die Menschen Führung auf diese Weise betrachten würden. Infolge ihrer Bemühungen entwickelte William ein Verantwortungsgefühl, das auf Mitgefühl beruhte, und einige ihrer engsten Freunde und Berater haben berichtet, wie sie dies erreicht hat. Sie drängte ihn häufig dazu, seine Position zu nutzen, um denen zu helfen, die keine Stimme haben, während sie ihn gleichzeitig über ihre Versuche, im humanitären Bereich zu arbeiten, ausfragte. Bei mehreren Gelegenheiten wiederholte sie dies ihm gegenüber. Leider hat sich diese Zukunft nie verwirklicht. Dianas Leben wurde am 31. August 1997 jäh beendet, als sie in einen schrecklichen Autounfall in Paris verwickelt wurde. William, 15, und Harry, 12, folgten ihrem Sarg mit schmerzverzerrten Gesichtern. Die ganze Welt schaute gebannt zu. Trotzdem blieb Dianas Einfluss auf ihre Söhne spürbar, auch wenn sie nicht anwesend war. Glauben Sie, dass Prinz William Dianas Wünsche erfüllt hat? Ist er zu dem Mann geworden, den sie sich erträumt hat? Bitte teilen Sie uns dies in den Kommentaren unten mit. Und wenn du das Gefühl hast, dass Dianas Stimme in ihren Jungs weiterlebt, drücke den Like-Button und abonniere weitere Geschichten, die fast verloren gegangen wären.